Dann auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich bin Britt Unburg-Jensen und gemeinsam mit Susanne Zorno leite ich das Projekt Leicht Online, also das Projekt, von dem aus wir diese Werkstattgespräche aus durchführen. Heute ist unser Termin zum Thema leichte Sprache im Web. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt schon öfter dabei waren, die werden diesen Ablauf schon kennen. Wir machen einmal vorab immer einen kleinen Vorlauf, wo ich das Projekt vorstelle, damit Sie einfach einen Hintergrund dazu haben, was machen wir im Projekt Leicht Online, für wen machen wir das, was ist so in den letzten Jahren passiert, bevor wir dann in das Schwerpunktthema einsteigen. Genau, und damit würde ich auch einfach mal direkt loslegen. Leicht Online haben wir gestartet im Jahr 2021. Es sind also inzwischen schon über 5 Jahre vergangen, seit wir losgelegt haben. Und vor diesen 5 Jahren war das eine Situation, die zwar unterschiedliche Seiten hatte. Also zum einen war die Digitalisierung natürlich schon längst in allen Lebensbereichen weit vorangeschritten. Gerade 2021 hatte das natürlich auch noch mal den Hintergrund von Corona, wobei das gar nicht so Ausgangspunkt für das Projekt war. Vielmehr haben das auch so die rechtlichen Rahmenbedingungen nochmal mit gefördert. Also wir haben in Deutschland Gesetze und Verordnungen zu digitaler Barrierefreiheit. Das ist zum Beispiel die BITV, die öffentliche Stellen verpflichtet, ihre Seiten barrierefrei darzustellen und aufzustellen. Inzwischen gibt es auch das BFSG, das wiederum private Anbieter verpflichtet. Und in diesen Gesetzen werden auch schon die Bedarfe von Menschen mit Behinderung berücksichtigt. Das sind aber vor allen Dingen Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung, also vor allen Dingen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, blinde Personen, Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Und wir haben uns das Ganze als Lebenshilfe mal angeschaut, also als ein Verband, der die Interessen von Menschen mit Lernbehinderung vertritt, und haben gesehen, die Bedarfe von Menschen mit Lernbehinderung sind da gar nicht so sehr zu finden. Genau. Außerdem ist es so, dass viele Menschen dieser Zielgruppe Internetseiten und Apps doch häufig noch eher schlecht bedienen konnten oder können. Das hat einfach den Hintergrund, dass sie häufig ganz komplex aufgebaut sind, viele Optionen, und eben wiederum nicht die Bedarfe von Menschen mit Lernbehinderung berücksichtigen. Und das liegt auch schlicht daran, dass es vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt, also vor 5 Jahren, noch sehr wenig Erkenntnisse dazu gab, wie sich diese Zielgruppe überhaupt im Internet bewegt. Also mit welchen Geräten sie unterwegs ist, wozu sie das Internet benutzen, wozu sie App benutzen. Ähm, und als Lebenshilfe finden wir das sehr schade oder fanden das auch sehr schade, weil wir ganz viele Vorteile von barrierefreien digitalen Angeboten sehen. Also das ist zum einen der einfache Zugang zu Dienstleistungen. Das haben wir hier ganz häufig, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus dem ambulanten Dienst mit unseren Klienten und Klientinnen unterwegs sind, dass die eben da doch mal unterstützen müssen, wenn sie ein Perso online beantragen wollen oder vielleicht auch nur den Termin dafür ausmachen wollen. Kommunikation ist immer ein großes Thema. WhatsApp oder eben auch YouTube, solche Angebote, die werden schon sehr viel genutzt von Menschen mit Lernbehinderung, aber auch da treffen sie immer noch auf viele Barrieren, die so gar nicht sein müssten. Man könnte auch die Mobilität deutlich erhöhen. Mm, Vor allen Dingen, wenn es so um Apps aus dem öffentlichen Nahverkehr geht. Auch da machen wir immer wieder die Erfahrung, auch wenn wir zum Beispiel als Projekt Termine machen mit Menschen mit Behinderung, dass man da häufig noch unterstützen muss und sagen muss, genau, wir holen dich auch gerne vom Bus ab, von der Bahn ab. Oder diese Personen werden durch eine Begleitperson unterstützt, dass sie überhaupt zu uns in die Geschäftsstelle finden. Man könnte die Bildungschancen verbessern, wenn wir an E-Learning-Plattformen denken. Und vor allen Dingen geht es natürlich darum, ganz allgemein die Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit von diesen Menschen zu steigern. Und dann haben wir uns einfach mal auf den Weg begeben und mit dem Projekt Leicht Online losgelegt. Und mit diesem Projekt verfolgen wir unterschiedliche Ziele. Also das ist vor allen Dingen erstmal diese ganz grundlegende Frage, was bedeutet das denn eigentlich, barrierefreie digitale Angebote für Menschen mit Lernbehinderung? Das hatte ich ja eben schon gesagt.
dass es da bisher sehr wenig Erkenntnisse gibt oder eben zu dem Zeitpunkt gab. Was uns auch wichtig ist, dass wir die Seitenanbietenden und die Webentwickler sensibilisieren. Da gibt es häufig noch, ja, so auch Vorurteile, würde ich es mal nennen, dass viele Menschen denken, die da vielleicht auch noch gar nicht so den Kontakt zu der Zielgruppe haben, ach, die sind ja eh nicht im Internet unterwegs, warum muss ich denn da was machen? Oder dass sie vielleicht auch als Nutzergruppe erstmal nicht so ernst genommen werden. Dann arbeiten wir in dem Projekt mit verschiedenen Methoden. Das sind vor allen Dingen Nutzertests und Nutzerbefragungen. Das sind Instrumente, die werden so im Bereich digitaler Barrierefreiheit schon sehr häufig genutzt. Das heißt, man prüft wirklich ganz konkret bestimmte digitale Angebote mit der Zielgruppe zusammen. Also setzt eine Person vor den Laptop und sagt, probier doch mal, ob die Aufgabe XY lösen kannst. Und über den Weg kann man dann gut schauen, wo die Barrieren sind, beziehungsweise welche Lösungsmöglichkeiten gut funktionieren. Das war erstmal nichts Neues. Wir haben aber festgestellt, dass man da doch noch mal ein bisschen ran muss und diese Forschungsmethoden anpassen muss an unsere Zielgruppe. Ähm, Wir wollen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen. Das hatte ich ganz am Anfang kurz gesagt, dass die Bedarfe von Menschen mit Lernbehinderung da bisher viel zu kurz kommen. Und durch das ganze Projekt wollen wir vor allem die gesellschaftliche und auch digitale Teilhabe der Betroffenen verbessern. Zielgruppe sind natürlich Menschen mit geistiger Behinderung beziehungsweise Lernbehinderung. Was uns immer ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, dass das gar nicht erstmal nur dieser enge Personenkreis ist, der davon profitiert, sondern dass es auch viele andere Menschen sind, die von leichteren und einfachen Angeboten profitieren. Also beispielsweise Seniorinnen und Senioren oder auch Sprachlerner, die genau nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind. Genau, das hatte ich eigentlich so schon mal kurz gesagt. Wir arbeiten viel mit Nutzertests und Nutzerbefragungen. Und so diese große Frage, die immer im Fokus steht, ist eben, wie sehen barrierefreie Internetseiten beziehungsweise barrierefreie Apps eigentlich aus? Und dieses ganze Projekt, das machen wir nicht nur als Projektteam oder auch nicht nur als Lebenshilfe Hamburg, sondern wir haben versucht, so die unterschiedlichen relevanten Perspektiven, die es da gibt, mit einzubringen. Zum einen haben wir natürlich auch eine finanzielle Unterstützung. Wir haben 3 Fördermittelgeber, die Aktion Mensch Stiftung, die Reichsbund Stiftung und die Heinrich Lesczynski Stiftung, ohne die das Projekt gar nicht möglich gewesen wäre. Im Fokus stehen aber natürlich Menschen mit Lernbehinderung. Ohne die wird es auch gar nicht gehen. Wir haben eine Begleitgruppe, das sind 7 Teilnehmende und mit denen setzen wir uns so 4 bis 6 Mal im Jahr zusammen und mit denen diskutieren und reden wir einfach erstmal ganz viel. Also, was haben wir gerade so rausgefunden? Wie wollen wir arbeiten? Wie ist diese Methodik? Kommt die wohl hin? Wo hakt es da noch? Wo müssen wir noch mal was überarbeiten? Und was die Teilnehmenden auch machen, dass sie uns immer wieder ganz wichtige Impulse geben, was wir eigentlich in unsere Untersuchung mit aufnehmen können. Also, dass sie aus ihrem eigenen Alltag erzählen und sagen, ich stoße da immer wieder auf Probleme und dann können wir das mit als Inhalte in unsere Nutzertests nehmen. Als zweiter Teil haben wir natürlich auch noch die Teilnehmenden, die dann direkt an den Nutzertest mitmachen. Mm, Dann haben wir die Perspektive der Seitenanbietenden dabei durch 8 verschiedene Projektpartner und ProjektpartnerInnen. Mm, Das sind Unternehmen aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Wir haben die Lebensbereiche Arbeit, Mobilität und Bildung rausgesucht, einfach weil das sehr wichtige Lebensbereiche sind. Und da läuft die Arbeit letztendlich ähnlich wie mit der Begleitgruppe. Wir treffen uns etwas seltener, es sind nur 2 Treffen pro Jahr und diskutieren aber auch hier, was sind eigentlich eure Fragestellungen, die so im Alltag aufkommen. Also wenn vielleicht schon mal ein Relaunch einer Webseite anstand, welche Probleme und Fragen sind da aufgetaucht, dann können wir auch das mit in unsere Untersuchung aufnehmen. Und letztlich, weil wir eben gesehen haben, dass diese rechtlichen Rahmenbedingungen so wichtig sind, haben wir auch da noch einen Partner gefunden. Und zwar ist das die BFIT Bund. Das ist kurz für Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik. Hier sitze ich selbst mit im BFIT-Ausschuss. Und angehängt an diesen Ausschuss gibt es verschiedene Arbeitsgruppen. Und da haben Frau Zorne und ich gemeinsam eine Arbeitsgruppe initiiert, wo es eben um die Belange von Menschen mit Lernbehinderung geht. Da sitzen wir gemeinsam mit anderen Expertinnen und Expertinnen zusammen
und schauen eben, was kann man als Hilfestellung zur Verfügung stellen, damit Seitenanbietende da ja bessere Seiten und bessere Angebote aufstellen können. Das als ganz schneller Durchlauf. In den letzten 5 Jahren ist natürlich wahnsinnig viel passiert und wir konnten sehr viel lernen. Und inzwischen konnten wir diese Ergebnisse auch veröffentlichen. Im Herbst vergangenen Jahres haben wir eine Best-Practice-Seite veröffentlicht. Sie sehen hier schon mal einen kleinen Screenshot von der Startseite und auch den Link. Schauen Sie gerne rauf, wenn es Sie interessiert. Da haben wir zum einen alles, was wir so herausgefunden haben, selbst umgesetzt. Und wir haben auch einen Leitfaden erstellt. Das heißt, man findet dort die ganzen Barrieren, die wir identifiziert haben und die dazugehörigen Lösungsmöglichkeiten. Und was Sie auf dieser Seite auch finden, ist ein Projektbericht, den wir geschrieben haben. Da geht es mehr so um die Hintergründe des Projekts. Also nochmal ähnlich zu dem, was ich gerade erzählt habe. Wie war eigentlich so dieser Vorlauf zum Projekt? Wie kam es dazu? Viel aber auch zur Nutzergruppe. Also wer ist das überhaupt? Wir haben Personas erstellt. Wir schreiben in dem Projekt viel dazu, wie sich die Nutzergruppe im Internet bewegt, welche Geräte sie benutzt und so weiter. Und auch da finden Sie schon mal einen Link in der Präsentation, die eben auch im Nachgang zugeschickt wird. Ganz neu im Angebot haben wir 2 Fortbildungen. Das ist zum einen die Fortbildung Leichte Sprache und KI, Prompt am Custom GPT. Das ist ja aktuell großes Thema. Da ist der nächste Termin der 25. Juni. Und die zweite Fortbildung trägt den Titel Leichtes Internet, digitale Barrierefreiheit für Menschen mit Lernbehinderung. Da genau schauen wir uns nochmal über einen kompletten Tag genau das an, was wir alles im Projekt herausgefunden haben. Wenn Sie Interesse haben, finden Sie auch hier einen Link, über den Sie sich nochmal informieren und aber auch anmelden können. Und dann möchte ich Sie gerne noch auf unser Padlet für die Werkstattgespräche hinweisen. Die Werkstattgespräche machen wir inzwischen seit Juni. Was haben wir jetzt? 26, dann müsste es 24 gewesen sein. Mm, Und da picken wir uns immer so Spezialthemen aus dem Projekt heraus, schauen, was besonders spannend ist und vor allen Dingen auch, was spannend ist an Erkenntnissen so neben den Kernergebnissen, die wir generieren. Also nicht nur die Barrieren und Lösungsmöglichkeiten, sondern wie wir arbeiten, was da wichtig ist, oder schauen uns auch ganz konkrete ja, Spezialthemen an, zum Beispiel, worauf muss man achten, wenn man ein Formular auf einer Internetseite einpflegt. Wir schauen da immer selbst und gucken, was spannend für Sie sein könnte. Sie können auch gerne mal einen Blick auf das Padlet werfen. Da finden Sie alle Präsentationen, die wir bisher gehalten haben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, selbst Wunschthemen einzufügen. Also wenn Sie sagen, Ihnen brennt da irgendeine Frage unter den Nägeln, dann tragen Sie das da gerne ein. Dann schauen wir, ob wir das realisieren können. Und damit gebe ich an dich ab, Frau Zorno. Und genau, mit dem Schwerpunktthema zum leichte Sprache im Web. Ja, vielen Dank. Dann kann man mich hören, Frau Jensen? Okay, ich bin nur irritiert, weil ich mich nicht in der Sprecheransicht sehe. Gut. Mm, Dann, ja, darf ich Ihnen jetzt was zum heutigen Thema erzählen. Leichte Sprache im Web oder auf Webangeboten. Wie setzen wir sie denn eigentlich schlauerweise um? Was haben wir rausgefunden? Mm, Das wird so ablaufen. Ich gebe Ihnen jetzt einen kurzen Input, einmal wie leichte Sprache überhaupt im Netz aussieht. Da hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren und zeige Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Projekt. Und dann würde ich eigentlich möglichst schnell sehr gern Ihre Fragen hören und mit Ihnen ins Gespräch kommen, vielleicht auch Ihre Erfahrungen hören, wenn Sie schon welche haben. Das wird dann der Teil, der ohne Kamera stattfindet. Gut, ja, dann geht's los. Leichte Sprache im Web.
Wenn Sie im Internet unterwegs sind, haben Sie sicher schon sehr viel früher leichte Sprache entdeckt. Die ist ins Internet schon vor einigen Jahren eingezogen und typische Seiten aus dieser Anfangszeit sahen so ähnlich aus wie diese. Ich habe jetzt als Beispiel mal unser Büro für leichte Sprache genommen. Auch die Seite müssten wir mal überarbeiten. Das steht auch schon an. Man hat ein Webangebot, eine Startseite, alles ist in schwerer Sprache oder Alltagssprache wie gehabt. Und irgendwann ist dann leichte Sprache zur Webseite dazugekommen und wurde angebaut. Und dementsprechend hat man meistens irgendwo oben rechts gerne einen Button oder einen Menüpunkt leichte Sprache. Manchmal ist es auch nur ein Zeichen und kann darauf klicken. Und was dann passiert, sieht so ähnlich aus wie das hier. Man kommt auf eine neue Seite, die hat meistens, also eine Unterseite, die hat meistens ein anderes Layout, ähnlich wie hier. Und da findet man dann auf einer Unterseite allgemeine Informationen zum Angebot. Hier Infos zum Büro für leichte Sprache, wofür arbeitet das Büro, was passiert da und so weiter. Und das Ganze im Layout auch schon sichtlich angelehnt an Printtexte in leichter Sprache. Also eine größere Schrift und links Bilder für leichte Sprache, rechts Text. So oder ähnlich ist leichte Sprache auf den ersten Webseiten sichtbar geworden. Und seitdem hat sich extrem viel getan. Ich gebe Ihnen mal einen ganz kurzen Überblick. Hier der Zeitstrahl. Ähm, 2014 gab es die ersten Regeln für leichte Sprache in Deutschland. Die wurden veröffentlicht und haben auch dafür gesorgt, dass leichte Sprache richtig bekannt geworden ist und sich hier verbreitet hat. Und der Hintergrund dieser Regeln ist, die waren gestaltet für Printprodukte. Also an leichte Sprache im Netz hat man da noch gar nicht so gedacht, denn tatsächlich ging es erstmal darum, überhaupt was zum Lesen zu haben für die Personen, was sie verstehen können. Und das war zu dem Zeitpunkt häufig noch Papier. Und dann ging die Entwicklung sehr rasant weiter. Denn mit diesen Texten, die entstanden mit den Regeln, kamen dann auch die ersten Texte ins Internet. Häufig erstmal als PDF-Datei irgendwo auf der Seite zum Download. Da musste man also noch richtig suchen. Und wir haben es auch als Büro für leichte Sprache sehr stark gemerkt. Wir haben 2015, meine ich, eröffnet und auch da kamen in Übersetzungsanfragen sehr schnell die Fragen von Auftraggeberinnen. Ja, vielen Dank für den Text, den möchten wir jetzt auf unsere Webseite stellen. Was müssen wir denn da beachten, damit die Leute den Text auch im Netz gut lesen können? Und da musste ich immer sagen, ich kann Ihnen jetzt Bauchgefühl dazu geben, aber Regeln gibt es eigentlich nicht fürs Internet. Und ja, das war ein längerer Zeitraum, in dem leichte Sprache sichtbar wurde und auch sichtbar wurde, da gibt es noch ganz andere Dinge vielleicht zu beachten im Netz. Die Gesetzgebung hat sich in dem Zeitraum auch schon mit leichter Sprache beschäftigt, nämlich in Form der BITV 2.0, das ist die barrierefreie Informationstechnikverordnung. Diese Verordnung gibt es schon länger, aber im Jahr 2011 ist leichte Sprache das erste Mal mit reingeschrieben worden und hat dazu geführt, dass im Jahr 2020 ein Stichtag war, an dem alle Bundesministerien und Bundesbehörden leichte Sprache auf ihrer Webseite zur Verfügung stellen mussten. Damit war also auf einen Schlag plötzlich sehr viel mehr leichte Sprache sichtbar. Und ja, dann haben wir mit Leicht Online gestartet im Jahr 2021. Wir hatten natürlich schon vorher viel Vorlauf und Vorüberlegung, weil wir gesehen haben, okay, leichte Sprache ist jetzt da und sie ist im Netz und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir da jetzt weiter gucken, wie können denn die Leute ins Internet kommen und da die leichte Sprache finden und auch lesen. Und noch ein ganz kurzer Blick auf die Gesetzgebung.
diese BITV. Ich zeige Ihnen einmal, was da drin steht. Das ist der Paragraph Nummer 4, Erläuterung in deutscher Gebärdensprache und leichter Sprache. Und da steht, ich lese das nicht ganz vor, hier der Eingangssatz, auf der Startseite einer Webseite einer öffentlichen Stelle sollen folgende Erläuterungen in Gebärdensprache und leichter Sprache bereitstehen. Und dann kommen die 4 Punkte. Erstens Information zu wesentlichen Inhalten. Zweitens Hinweise zur Navigation, also wie benutze ich diese Internetseite. Drittens Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit. Das ist ein eher technischer Text. Und viertens Hinweise auf weitere in diesem Auftritt vorhandene Informationen in Gebärdensprache und in leichter Sprache. Das ist das, was die Gesetzgebung vorgibt. Und man muss sagen, 2011 war das von heute aus betrachtet für uns, von uns aus betrachtet, ist das extrem wenig, was da vorgegeben wird, wenn wir an eine Webseite denken. Aber man muss immer bedenken, das ist der Stand von 2011. Da wusste man einfach noch nicht sehr viel darüber, was überhaupt Menschen mit Lernbehinderung im Netz machen und wie sie sich dort bewegen. Und um das nochmal anders darzustellen, was diese Gesetzgebung bedeutet, wir haben auf der einen Seite ein Webangebot mit sehr vielen verschiedenen Elementen, also vor allem natürlich die Startseite, da komme ich rein, die Hauptnavigation mit den Menüpunkten. Dann habe ich natürlich Unterseiten, die auch die verschiedenen Themen und Inhalte widerspiegeln. Ich brauche verschiedene Steuerelemente, Buttons, Links, vielleicht eine Suche, Formulare, Dateneingabe und vieles mehr. Das heißt, es gibt sehr viel, was man an Barrierefreiheit beachten muss auf so einer Seite oder was eben zu einer Barriere werden kann. Wenn wir jetzt dagegen halten, einmal was die BITV dafür regelt oder anbietet, ist eigentlich, Sie machen einen Button leichte Sprache auf die Startseite. Sie machen eine Unterseite mit ausgewählten Informationen in leichter Sprache und noch einen Text zur Navigation. So bedienen Sie diese Internetseite, heißt er manchmal. Und damit sind Sie eigentlich rechtlich fertig mit leichter Sprache, haben die ganzen anderen Elemente aber noch gar nicht berührt. Und ach ja, Entschuldigung, die Erklärung zur Barrierefreiheit habe ich vergessen. Die müssen Sie natürlich auch noch kurz in leichter Sprache anbringen, wenn Sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Das heißt, da sind schon einige Punkte angesprochen, aber von Barrierefreiheit der Webseite kann man da jetzt in unserem Sinne noch nicht reden. Ich würde sagen, habe es bezeichnet als, naja, eine exklusive Barrierefreiheit. Da passiert schon was, aber die Seite an sich bleibt die Seite an sich. Und das haben wir uns in Leicht Online eben angeschaut und sind da zu natürlich anderen Ergebnissen gekommen. Wir hatten ja auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und ja, aus dem Button leichte Sprache, da haben wir gesagt, wir brauchen keinen Button. Bei uns wird das ein Sprachschalter, mit dem man zwischen leicht und schwer hin und her wechseln kann, weil wir nämlich auch viel mehr leichte Sprache auf einem Webangebot haben wollen. Nicht eine Unterseite, sondern alle Inhalte sollten im besten Fall in schwerer und in leichter Sprache verfügbar sein. Wir wissen, dass das nicht für jedes Angebot und jeden Inhalt möglich ist, denn da braucht man schon Zeit und Geld für, auch wenn man eine KI benutzt. Aber das ist so ein Ideal, das wir anstreben wollen. Und ja, so bedienen Sie diese Internetseite. Diesen Text brauchen wir eigentlich nicht, denn wir wollen, dass alles leicht bedienbar ist. Die Hauptnavigation in leichter Sprache benannt ist, dass die Seite insgesamt leicht aufgebaut ist, dass alle Bedien- und Steuerelemente leicht benannt sind, dass es Assistenzfunktionen wie eine Vorlesefunktion gibt und noch viel mehr. Also unser ja, Katalog an Erfolgskriterien ist sehr viel länger.
um eben nicht nur leichte Sprache einmal zur Verfügung zu stellen, sondern das Angebot durchgängig barrierefrei zu machen. Und jetzt habe ich gesagt, wir wollen eigentlich alles durchgängig in leichter und in schwerer Sprache zur Verfügung stellen auf einer Webseite, was relativ aufwendig ist und auch neu im Gegensatz zu dem, was man jetzt im Netz findet. Warum wollen wir das eigentlich? Warum braucht man das? Denn der Aufwand ist ja doch recht hoch. Naja, einerseits vor allem der eigenständige Zugang zu Angeboten. Wenn wir Inklusion und Barrierefreiheit an der Stelle ernst nehmen, dann soll es ja so sein, dass die Menschen ein Webangebot nutzen können und auch eigenständig dann die Angebote vielleicht auch in der echten Welt nutzen können. Dafür reicht in der Regel eine einzige Übersichtsseite nicht aus. Dann haben wir in vielen Tests bemerkt, die Nutzerinnen erwarten tatsächlich auch eine durchgängige leichte Sprache. Vor allem, wenn dieses Logo leichte Sprache auf einer Webseite zur Verfügung steht, dann wird das schon bei denen, die das kennen, gern genutzt und geklickt. Und beim ersten Klick passiert ja meistens auch noch was, was gut passt. Wenn ich von der Startseite auf diese eine Unterseite gehe, kann man noch sagen, die Inhalte sind irgendwie deckungsgleich. Aber wenn die Menschen an einer anderen Stelle auf der Webseite sind und sagen, oh, der Text ist spannend, aber das ist zu schwer und dann auf leichte Sprache klicken, dann landen sie ja immer wieder auf der gleichen Seite, erwarten aber eigentlich, dass dieser Text übersetzt wird. Das haben wir öfter gehört. Das heißt, es ist dann auch irritierend, wenn es nicht die leichte Sprache gibt. Und was ich sehr spannend fand, wir haben in den Tests gemerkt oder gesehen, wie die Personen eigentlich damit umgehen, dass es verschiedene Sprachformate gibt. Und das war sehr unterschiedlich und sehr interessant. Denn wir haben gesehen, natürlich wissen wir, leichte Sprache ist ein Muss in Barrierefreiheit für Menschen mit Lernbehinderung. Wir wissen aber auch, dass sie unterschiedlich gut lesen und verstehen und einige auch mit einfacherer Sprache zum Beispiel zurechtkommen. Und in den Tests haben wir gesehen, naja, einige sind auf leichte Sprache angewiesen. Für die ist es auch wichtig, dass sie sofort finden können. Andere haben aber gesagt, ach, ich fange erst mal mit schwerer Sprache an. Da manchmal verstehe ich das auch ganz gut und sonst kann ich ja immer noch zu leichter Sprache gehen. Und individuell war es auch mit den inhaltlichen Vorkenntnissen. Wir haben gemerkt, dass die Nutzerinnen auch sehr oft themenabhängig entscheiden, womit sie anfangen. Wenn sie sagen, ah, das Thema, da kenne ich mich ganz gut aus, da fange ich mit schwerer Sprache an. Oder wenn es schwierige Themen waren, Behördenthemen, ah, ich gehe gleich zur leichten Sprache. Also diese Verfügbarkeit von Varianten war schon wichtig und die wurde auch genutzt. Tatsächlich auch sehr bewusst von den Nutzerinnen mit Behinderung. Und als letzten Punkt haben wir noch die Reduktion der leichten Sprache. Das gehört dazu, dass wir reduzieren inhaltlich, damit die Aussagen klar werden. Das ist den Nutzerinnen auch durchaus bewusst. Die wissen, dass leichte Sprache nicht alle Informationen enthält, sondern eher eine Zusammenfassung ist. Das ist auch nicht schlecht, aber auch aus dem Grund haben einige gesagt, naja, jetzt gucke ich noch mal, was in schwerer Sprache steht oder vielleicht das lese ich mal mit einer anderen Person in schwerer Sprache. Auch das war vielen wichtig und hat alles dafür gesprochen, dass man eine Möglichkeit hat, in der man tatsächlich direkt schwere und leichte Versionen eines Themas vergleichen kann. Das haben wir umgesetzt und würden wir auch empfehlen. Aber das bringt natürlich neue Probleme mit sich, macht eine Seitenstruktur noch mal komplexer. Also was muss man beachten, wenn man das wirklich umsetzen will? Leichte Sprache und schwere Sprache in Doppelstruktur. Ganz wichtig die Kennzeichnung. Wie finde ich auf der Seite zur leichten Sprache? Die Navigation, also wie navigiere, wie wechsle ich zwischen schwerer und leichter Sprache, ohne mich da zu verirren oder zu verheddern? Und die Orientierung.
woher weiß ich eigentlich, in welchem Sprachformat ich mich gerade befinde? Und ja, dazu haben wir viel getestet und probiert und die Ergebnisse zusammengetragen. Die finden Sie alle in unserem Leitfaden. Ich zeige jetzt nur mal einen kleinen Ausschnitt. Ähm, Wir werden vielleicht gleich noch mal auf die Seite gehen, um näher reinzuschauen. Hier sehen Sie die Suchmaske unserer Ergebnisse. Ähm, und wie Sie sehen, können Sie da einerseits Erfolgskriterien suchen, also ein eigenes Wort eingeben, oder Sie können nach Kategorien filtern. Und alles, was mit leichter Sprache zu tun hat, fällt natürlich in die Kategorie Sprache und Inhalte. Hier habe ich Ihnen das mal vorausgewählt. Unter Sprache und Inhalte sehen Sie, es gibt 10 Kriterien in diesem Bereich. Und ich werde Ihnen gleich auch einmal die wichtigsten Ergebnisse daraus vorführen. Aber Sie können noch was anderes machen, wenn Sie die Kategorie nicht begrenzen, sondern hier zeige ich es, einfach das Suchwort leichte Sprache einfügen. Dann werden Sie merken, Sie bekommen viel mehr Ergebnisse, nämlich 27 Kriterien, also 17 mehr in dem Fall. Und das spiegelt auch noch mal wider, was ich Ihnen jetzt eben gerade schon an diesen Elementen einer Webseite gezeigt habe. Leichte Sprache ist natürlich ein Kernelement von Barrierefreiheit. Und die muss sichtbar sein und auffindbar sein. Aber leichte Sprache spielt auch bei ganz vielen anderen Steuerelementen auf einer Website eine Rolle und muss quasi durch die ganze Webseite mitgedacht werden. Also wie benenne ich die zentrale Navigation? Denn die Menschen werden sich überall auf der Seite bewegen und nicht nur in vorgefertigten Sonderbereichen. Ja, und damit gehen wir einmal rein. Ein kleiner Überblick über die wichtigsten Kriterien zur leichten Sprache. Ähm, so eine Art Oberkriterium ist dieses Einbettung in die Seitenstruktur. Das beschreibt eigentlich alles, was ich Ihnen gerade erklärt habe, nämlich leichte Sprache muss gut auffindbar sein. Es ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, einfach nur eine Unterseite anzuhängen, sondern am besten eine Doppelstruktur. Und vor allem sollte man gerade bei der Hauptnavigation, die ja eigentlich unser zentrales Bedienelement der ganzen Seite ist, da sollte auch schon leicht gedacht werden in der Hinsicht, wie ordne ich Informationen an und wie nenne ich die Buttons, damit die Personen auch wirklich finden, was sie suchen. Dann sind wir bei der Frage, wie finden denn die Menschen zur leichten Sprache? Ich werde Ihnen gleich zeigen, wir haben auch sowas wie, sehen Sie schon hier oben auf der Folie, unseren Sprachschalter. Da haben wir sehr lange dran gebastelt und getestet, so dass man die leichte Sprache finden kann. Aber wir haben eben ja nicht nur mit den Personen zu tun, die sich so schon auf der Webseite zurechtfinden, sondern vielleicht auch mit Menschen, die wirklich auf leichte Sprache angewiesen sind. Und für die kann es schwierig sein, sich auf einer schweren Seite zu orientieren und überhaupt zu diesem Button zu finden. Deswegen haben wir mal was getestet und das ist das hier, ein Pop-up, das beim ersten Besuch der Seite aufgeht. Da steht, was möchten Sie lesen? Schwere Sprache oder leichte Sprache. Und ich weiß nicht, ob sich das überall realisieren lässt, gerade wenn man ja auch noch einen Cookie-Hinweis in der Regel als nächstes sieht. Aber ich kann Ihnen sagen, im Test wurde das sehr gut angenommen. Das fanden die Personen gut, dass sie gefragt wurden, dass sie aussuchen konnten. Und vor allem bedeutete es, dass man sich erstmal nicht verirren konnte. Denn irgendwie, um das Ding wegzukriegen, muss man sich entscheiden und weiß dann auch gleich, ah, jetzt bin ich bei dieser oder jener Sprache. Ja, und damit sind wir bei der Frage, wie wähle ich und vor allem, wie wechsle ich zwischen diesen Sprachformaten? Das sind zwei verschiedene Kriterien, haben aber beide mit diesem
Sprachschalter zu tun. Wie gesagt, wir haben da sehr lang dran gebastelt, denn die Frage war, wenn wir jetzt leichte Sprache und schwere Sprache immer nebeneinander anbieten, ähm, wie bekommt man das hin, dass die Person wechseln kann und gleichzeitig auch weiß, in welchem Format sie sich gerade befindet? Das war wirklich schwierig, vor allem weil wir erstmal im Test verstehen mussten, woran erkennen die Menschen, dass sie gerade leichte Sprache sehen. Und als wir noch nicht dieses Gegenwort schwere Sprache hatten und noch nicht diesen kleinen Schieberegler hatten, also im Prinzip das Logo leichte Sprache, das war immer sichtbar als Zugang und hat für die Personen aber häufig bedeutet, nee, ich bin jetzt bei leichter Sprache, das steht ja da oben, egal welchen Text sie vor sich hatten. Das war also sehr schwierig. Das ist einerseits ein Identifikationsmerkmal, wo bin ich gerade? Und andererseits ist es ja aber auch der Zugang zur leichten Sprache. Und ja, in vielen, vielen Tests haben wir rausbekommen, okay, es funktioniert, wenn wir den Gegenbegriff auch sichtbar haben und einen Schalter zum Schieben. Das war sehr intuitiv bedienbar, auch für Menschen, die das vorher noch nicht kannten. Ja, dann haben wir in leichter Sprache auch häufig mit Bildern zu tun. Wenn Sie leichte Sprache kennen, in Texten haben wir eigentlich immer die Empfehlung, nutzen Sie Bilder. Und wir haben auch getestet, wie ist das eigentlich im Internet. Grundsätzlich wussten wir schon, Bilder werden gern genommen und haben uns dementsprechend auch ein bisschen am Layout vom Print orientiert. Hier sehen Sie auch Grafiken extra für leichte Sprache und auch hier immer ein Bild neben einem Abschnitt. Das wurde ganz gut angenommen. Und was ich ganz erstaunlich fand, ich war nicht sicher, ob diese Grafiken eigentlich im Web, im Netz auch auftauchen müssen wie in Printprodukten, also immer aus der gleichen bekannten Bildsammlung. Wir haben aber gemerkt, dieses Layout und die Bilder sind inzwischen so eingeübt, dass die Menschen, die Testpersonen daran schon erkannt haben, ah ja, das ist die leichte Sprache. Sieht man ja. Das heißt, dieses Layout und die Bilder sind nicht gesetzt, aber sie sind inzwischen auch ein wesentliches Erkennungsmerkmal für leichte Sprache geworden. Insofern würden wir raten, das weiter fortzuführen. Und dann haben wir noch ein ganz spannendes Problem, wenn Sie jetzt so eine Doppelstruktur anlegen und sagen, ich habe einen Schalter, mit dem ich immer zwischen schwer und leicht wechseln kann. Dann bedeutet das erstens, dass Sie natürlich eine größere Textmenge in leichter Sprache zur Verfügung stellen müssen. Und es heißt aber auch immer, dass Sie ein neues Thema oder ein aktuelles Thema noch nicht. Manchmal haben Sie keine leichte Sprache. Was macht man dann? Schwierig ist, wenn man dann auf leichte Sprache klickt und wieder bei der Startseite landet oder ganz woanders. Mm, Womit wir gute Erfahrungen gemacht haben im Test war, wenn Sie dann einfach beim Wechsel auf leichte Sprache einen leichten Hinweis geben. Diesen Text gibt es noch nicht in leichter Sprache mit dem durchgestrichenen Icon. Das ging sehr gut. Wenn wir im Test gefragt haben, okay, was ist hier jetzt los und was machst du jetzt? Dann haben die Leute gesagt, ja, das gibt's noch nicht in leicht. Aber ja, dann rufe ich da halt an. Also auch das der Tipp, schreiben Sie leicht die Telefonnummer dahin. Oder da kamen auch Aussagen wie, ja, dann frage ich halt meinen Betreuer, meine Eltern, wen auch immer. Also das wurde auch nicht übel genommen. Das fanden die Leute gut und haben sich dann überlegt, wie sie sich selbst weiterhelfen. Dann haben wir in leichter Sprache immer wieder die Frage gehabt, was macht man denn mit Worterklärungen im Internet? In leichter Sprache müssen wir häufig Begriffe erklären. Und die übersetzen, die wissen, das macht den Text immer gleich sehr viel länger und kostet Platz. Und deswegen überlegt man natürlich immer, wie kann ich das vielleicht im Internet anders lösen? Und wir haben festgestellt, schwierig sind Mouse-over-Lösungen. Also wenn Sie nur mit der Maus über ein Wort rüber streichen und dabei eine Erklärung aufblitzt, das wissen viele gar nicht zu deuten. Oder auch gerade wenn Sie
motorisch nicht ganz so gut sind, dann merken sie gar nicht genau, was sie da eigentlich gemacht haben, um das auszulösen. Deswegen sind insgesamt Buttons, also so eher statische Dinge, eine bessere Lösung. Und in unserem Fall haben wir es so gemacht, dass man ja, Worte klicken konnte, die eine bestimmte Farbe hatten und ein Symbol. Und dann hat sich ein Pop-up geöffnet. Wir haben noch ein weiteres Werkstattgespräch, in dem wir auch auf ja, solche Themen wie Pop-up-Fenster eingehen. Die sind eigentlich auch zum großen Teil eine Barriere. Wir würden die nur in ganz seltenen Fällen empfehlen. Aber das ist so ein Fall. Die Worterklärung dann wirklich als Fenster öffnen, dass der Hintergrund auch überlagert wird, wo man dann die Worterklärung sieht. Hier ist es der Betreuungsvertrag und wichtig hier dann einen sehr deutlichen Hinweis darauf hat, wie man das Ding wieder wegkriegt, denn das ist auch für viele ein Problem. Also ein Button mit dem Wort schließen und das X in der Ecke, eins von beiden wird sicher funktionieren. Und dann haben wir noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, audiovisuelle Inhalte in leichter Sprache, also in diesem Fall Filme oder auch Dinge, die man anhören kann, Podcasts. Meistens sind es ja doch die Filme. Leichte Sprache als Text natürlich eine super Sache. Vor allem würden wir immer empfehlen, eine Vorlesefunktion hinzuzusetzen. Dazu hatten wir das letzte Werkstattgespräch, wie die eigentlich aussehen kann. Und trotzdem ist mit Lesen, also Text grundsätzlich bei vielen Menschen nicht so beliebt. Klar, wenn das Lesen anstrengend ist, was super funktioniert dagegen und immer gern genommen wird, sind Erklärfilme. Also viele Testpersonen haben auch gesagt, dass sie sehr viel ja bei YouTube oder Social Media unterwegs sind und auch da wirklich explizit, um sich über Dinge zu informieren. Und ähm, deswegen sind natürlich auch auf allen anderen Webseiten Filme, eingebundene Videos immer eine gute Sache, aber wichtig, die müssen dann auch in leichter Sprache zur Verfügung stehen, sonst sind sie natürlich auch nicht zugänglich für die Gruppe. Mm, Das haben wir jetzt in Leicht Online auch an ein paar Filmchen getestet. Das war ein kleines Extra-Projekt. Hier sehen Sie das Beispiel zum Thema, was sind Cookies, Erklärfilme in leichter Sprache. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Baustelle. Wie bereite ich solche Medien leicht auf? Das haben wir in Leicht Online auch nicht weiter angefasst, weil es bei uns um die Web-Oberflächen ging. Aber Achtung, kleiner Werbeblock. Hier sehen Sie bei Leicht Online, da ging es um barrierefreies Internet. Usability-Tests haben wir gemacht, Beratung und am Ende einen Leitfaden erstellt. Und seit Anfang diesen Jahres gibt es das Schwesterprojekt, das sich mit genau dem anderen Thema, nämlich barrierefreie Medienformate beschäftigt. Das heißt leicht verständlich und da machen wir im Prinzip genau das Gleiche wie bei Leicht Online, nur in Bezug auf Medienformate, also Filme, interaktive Anwendungen und so weiter. Wenn Sie das interessiert, bleiben Sie dran. Dauert noch ein bisschen, aber auch damit beschäftigen wir uns. Ja, das war der Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Kriterien zur leichten Sprache. Also wie bette ich sie ein und mache sie sichtbar und nutzbar auf meinem Webangebot. Und jetzt würde ich gern mit Ihnen ja einmal fragen, was haben Sie für Erfahrungen oder auch Fragen zu dem Vortrag und natürlich auch gerne nochmal mit Ihnen auf unsere Best Practice Seite schauen.